Willkommen im Herzen Roms. Kommt mit zu einem der eindrucksvollsten Plätze der ewigen Stadt, zur Piazza di San Ignazio. Wenige Schritte vom berühmten Pantheon entfernt öffnet sich ein Platz, der wie eine Bühne wirkt. Im Zentrum steht die barocke Kirche San Ignazio di Loyola in Campo Marzio, die nach dem Ordensgründer Ignatius von Loyola benannt ist und als zweite Hauptkirche der Jesuiten in Rom eine bedeutende Stellung einnimmt, gleich nach Il Gesù, dem Prototyp der barocken Jesuitenkirche. Nach der Heiligsprechung Ignatius im Jahr 1622 errichteten die Jesuiten mit Unterstützung des kunstsinnigen Kardinals Ludovico Ludovisi bis 1650 die Kirche, die Teil des weitläufigen Collegio Romano ist, das heute auch das italienische Kulturministerium beherbergt. Die Kirche ist ein Musterbeispiel römischer Barockarchitektur, sowohl in ihrer äußeren Gliederung als auch in ihrem inneren Raumkonzept. Doch auch der Platz selbst ist ein Kunstwerk. Der neapolitanische Architekt Filippo Raguzzini, inspiriert von Borominis Spiel mit Raumkrümmungen und der bühnenhaften Raumauffassung Pietro da Cortonas, schuf bis 1728 ein Ensemble von Palazzi, das bis heute seinesgleichen sucht. Die geschwungenen Fassaden erinnern an Theaterkulissen, bewusst entworfen, um eine Szene zu erzeugen, in die man förmlich hineinzutreten scheint. Die Gassen sind so geführt, dass man unbemerkt auf die Bühne gelangen oder sie wieder verlassen kann. Es ist ein barockes Theater unter freiem Himmel, wo die Römer auch heute in den Sommermonaten gerne Konzerte veranstalten. Während der Papst von dem Ergebnis begeistert war, wurde jedoch auch Kritik laut an der kommodenhaften Architektur der Häuser. Das Besondere in der damaligen Zeit: die Paläste waren als Mietshäuser konzipiert und beherbergten Wohnungen gleichen Zuschnitts, die an die wohlhabenderen Schichten vermietet wurden. Der volkstümliche Name des Platzes lautet I Burro, eine Verballhornung des französischen Wortes Bureau, denn während der französischen Besatzung Roms 1798/99 war hier zeitweise ein Zollamt untergebracht, ein Büro eben. Seit 1969 ist der zentrale Palast Sitz einer der wichtigsten Institutionen zum Schutz des kulturellen Erbes Italiens und darüber hinaus, des Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, kurz TPC. Diese spezialisierte Einheit kämpft gegen Kunstdiebstahl, illegalen Kunsthandel, Raubgrabungen und Fälschungen. Welcher Platz in Rom hat euch am meisten beeindruckt und warum? Teilt eure Eindrücke mit uns in den Kommentaren. Im nächsten Video werfen wir einen Blick auf die Ursprünge des italienischen Kulturgüterschutzes, von der Antike bis in die Gegenwart.